sind in Warschau. Morgen das letzte Gruppenspiel in der Champions League. Xaver, du könntest erstmals ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Wie hört sich das für dich an? Anhören tut es sich sehr, sehr gut. Aber es ist noch nicht so weit. Wir haben morgen ein schwieriges Spiel vor uns und wissen, wie schwer die Aufgabe werden kann. Aber wir sind positiv gestimmt, dass wir die schaffen, gut absolvieren und dann hoffentlich ins Achtelfinale einziehen. Positiv gestimmt, du wirkst sehr entspannt. Ich fand die Jungs beim Abschlusstraining auch sehr gut drauf. Gib uns vielleicht einen kurzen Einblick. Wie ist gerade so die Lage? Nervös ein bisschen oder einfach Vorfreude auf ein tolles Spiel morgen? Nein, ich glaube Vorfreude. Also nervös ist keiner bei uns. Ich glaube, die Situation ist deutlich besser als wie vor ein paar Wochen und deswegen sind wir natürlich alle gut drauf. Die letzten Spiele waren alle sehr positiv. Wir haben keins verloren vor den letzten Spielen und deswegen ist auch das Selbstvertrauen groß und wir wissen, was wir können, aber trotzdem wissen wir auch, dass wir genau arbeiten müssen und genau spielen müssen, weil Fehler können da wirklich sehr schnell bestraft werden, aber ich denke, wir werden das gut meistern und dann hoffentlich ein positives Ergebnis erzielen. Absolut, du hast völlig recht. Wir sind gerade richtig gut drauf, wirklich in Topform. Was macht dich, was macht die Mannschaft gerade so stark? Ich glaube, die Mannschaft. Also wir wissen alle, was zu tun ist. Jeder kämpft für den anderen, jeder läuft für den anderen, jeder gönnt den anderen den Erfolg. Ich glaube, das ist sehr wichtig und das ist dann auch egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir schießen Tore und wir freuen und jubeln gemeinsam und dann kommt gute Stimmung auf und deswegen läuft es einfach sehr gut und ja, das haben wir uns ein Stück weit erarbeitet und da wollen wir jetzt weitermachen. Du hast selbst gesagt, vor ein paar Wochen lief es noch nicht ganz so gut. Das Hinspiel war ja dann doch nochmal ein ganz anderes Ergebnis, so wie wir es uns nicht vorgestellt haben. Spielt es aktuell überhaupt noch eine Rolle oder ist das komplett aus dem Kopf raus schon? Na, das ist raus. Natürlich hat es bei der Videosequenzen ein, zwei Situationen oder Videoszenen gegeben vom Rückspiel, wo man nur mal die Sinne schärft und genau hinschaut, auf was morgen ankommt. Aber im Endeffekt ist das Spiel raus. Es ist ein ganz anderes Spiel gewesen, ganz andere Vorzeichen und wir wollen einfach jetzt weitermachen wie die letzten Spiele. Sicherlich war noch nicht alles ideal, aber man will es ja immer weiterentwickeln und morgen möchten wir wieder was besser machen und ich denke, wenn wir das richtig angehen und unsere Aufgaben erledigen und einfach unser Spiel durchziehen, dann wird es für sie sehr schwer, da morgen gegen uns zu gewinnen. Das klingt sehr gut. Du sagst, dass die Vorzeichen stehen sehr gut für uns in der Tabelle. Haben wir es quasi in der Hand. Ist das auch nochmal was morgen schon einfach das Spiel auch dementsprechend verändern wird, dass wir mit breiter Brust reingehen können, weil wir eben einfach den Vorteil haben? Ich glaube, die Tabelle ist jetzt nicht so wichtig. Es geht einfach darum, ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir mit einer breiten Brust reingehen, weil wir die letzten Wochen gut gespielt haben, weil wir performt haben, weil wir gute Leistungen gezeigt haben. Und da ist jetzt die Tabelle, die ist da und jeder redet darüber, aber für uns Spiel ist es nicht entscheidend, weil ich glaube, wir sind jetzt nicht so wie manche italienischen Mannschaften, die was auf Unentschieden spielen können. Wir versuchen zu gewinnen und das ist unser Ziel und dann werden wir sehen, was rauskommt, aber wir haben Selbstvertrauen, das ist das Wichtigste. Wenn du dir eine Sache noch wünschen könntest, ich glaube Einzug ins Achtelfinale ist klar, was wäre das morgen, was sollte vielleicht die Headline am Tag danach in der Zeitung sein? Die Headline der Zeitung am nächsten Tag. Schwierig zu sagen, ich arbeite leider nicht bei der Presse. Deutsch war auch nicht mein kreativstes Fach, muss ich sagen. Deswegen schwierig, eine Headline, aber ich sage es ganz offen und ehrlich, wenn wir 0-2 gewinnen und kein Spektakel abliefern, sondern einfach trocken 0-2 gewinnen, das wäre für mich eigentlich das Schönste. Also wäre die Headline unspektakulärer Auswärtssieg, wäre eigentlich so das, was ich mir gerne wünsche. Ich glaube, so nehmen wir es. Xaver, vielen Dank für deine Zeit und morgen viel Erfolg auf dem Platz. Danke.